Krach GmbH ist ein innovatives, weltweit agierendes mittelständisches Familienunternehmen mit 400 Mitarbeitern. Die Kernkompetenzen des familiengeführten Unternehmens liegen in der Herstellung, im Vertrieb und in der Entwicklung von hochwertigen Zahnradpumpen und Volumenzählern. Ja, darüber hinaus fertigen wir auch innovative Sonderlösungen nach Kundenwunsch. Ergänzt wird unser Angebot noch durch Ventile und Hydraulikkomponenten, die in mobilen wie auch in stationären Anlagen verbaut werden. Unser hoher Qualitätsanspruch bildet dabei das Fundament und den Erfolg für das breite und tiefe Produktspektrum. Wir haben die Automation eingeführt, weil wir unsere Produktlinie schon auf anderen Maschinen fertigen und das auch sehr viel Handarbeit ist. Und dann kam die Idee unseres Geschäftsführers, die ganze Geschichte mal zu automatisieren. Wir haben Matzak die Aufgabe gestellt. Matzak hat sich mit Zulieferern in Verbindung gesetzt, unter anderem Zelro und AMF. Und daraus ist die Anlage dann dementsprechend entstanden. Das System ist jetzt ein vollautomatisiertes System, was Werkstücke automatisiert bearbeitet. Wir starten einen neuen Job, legen fest, welches Rezept wir dafür brauchen und beladen den Elevate entsprechend mit den Rohteilen. Bei Bedarf muss eine AMF-Vorrichtung noch getauscht werden. Das kann man auch parallel dann in der Maschine machen, während sie noch bearbeitet. Auf der einen Seite können wir auf der Wechselstation die Vorrichtung tauschen. Das ist dann gar kein Problem, haben wir auch keine Stillstandzeiten dadurch. Und dann, wenn alles vorgegeben ist, starten wir den Job. Dann wird das Rohteil einmal kontrolliert, ob das richtige Rohteil ist. Dann wird in die Vorrichtung eingelegt, hydraulisch gespannt, in die Maschine eingewechselt. Wir fertigen das erste Teil und dann, nachdem das fertig ist, wird bei Bedarf noch ein OP20 benötigt. Das wird vorher in einem Rezept angegeben. Und das erste Teil wird bei uns grundsätzlich in die SPC-Schublade ausgeschleust und der Job wird dann pausiert, bis wir eine Freigabe haben, dass das erste Teil in Ordnung sind. Die Maschine kann parallel dann mit dem anderen Produkt weiterlaufen. Wir haben den Elevator in der Größenordnung gewählt von 144 Teilen, damit wir auch übers Wochenende die Anlage automatisiert laufen lassen können, was in der Vergangenheit so nicht möglich war. Der Vorteil ist, der Elevator nimmt nicht viel Platz, also die Werkstückbestückung, sondern es baut nach oben hin und nicht nach hinten raus. Und das war ein ganz großer Vorteil, dass wir uns dafür entschieden haben. Früher haben wir die Teile in 2 Aufspannungen gefertigt. Wir machen das heute in einer Aufspannung. Die Benutzerfreundlichkeit ist meines Erachtens nach sehr gut. Wir können, da wir für 24/7 planen, auch da wird das System nachts über betrieben. Und sofern wir eine Vorrichtung nicht wechseln müssen, können wir auch verschiedenste Produkte auf diesen Vorrichtungen fertigen. Verschiedenste Ausführungen, auch wenn das gleiche Rohteil ist, ist das gar kein Problem. Wir können mehrere Jobs anlegen. Wenn der eine Job abgearbeitet ist, wird automatisch der nächste Job gestartet. Und das gibt natürlich eine hohe Flexibilität, auch gerade wenn das übers Wochenende laufen soll. Die Zusammenarbeit war hervorragend. Wir waren mit insgesamt 4 Parteien ja hier vor Ort und die haben wunderbar untereinander zusammengearbeitet. Wenn irgendwelche Änderungswünsche waren, von Matzak oder von Krach aus, wurden die auch direkt umgesetzt. Es wurde geprüft, ob das machbar ist, aber das hat wunderbar funktioniert. Also überrascht hat mich, dass das überhaupt so funktioniert, dass man Rohgussteile automatisiert bearbeiten kann und spannen kann. Das hatten wir vorher nicht so wirklich dran geglaubt. Aber ich wurde eines Besseren belehrt. In der Gehäusefertigung ist das die erste Automationszelle, die wir hier haben. Da wir mit der ersten Automation so gute Erfahrungen gemacht haben, sehen wir in der Zukunft eigentlich in der Zusammenarbeit mit Zelro, AMF und Matzak weiterhin guten Erfolg.